Von der Insel geht's aufs Festland, nach Leeuwarden. 2018 Kulturhauptstadt Europas und im 18. Jahrhundert der Wohnsitz einer Prinzessin, deren Namen man gehört haben sollte. Alle Königsfamilien von ganz Europa, die stammen eigentlich ab hier von Maria Luise, die hier in Leeuwarden regiert hat. Das sind alles friesische Nachfahren, Ja, so gesehen. genau, das sind quasi alles Friesen, Echt? könnte man sagen. Ja, Queen Elizabeth, auch eine Friesin, Philippe von Spanien, auch Friese. Karl Gustav von Schweden. Bekannter als Leeuwardens Adelsgeschichte dürfte dieses Bauwerk sein. Der Oldehove ist, wie der Turm von Pisa, geneigt, weil er auf morastigem Boden steht. Fertig wurde er nie. So eine perfekte Kirche, das hat jeder, ne? Ja, aber hier genau. so ein Turm, das ist wirklich was Besonderes für Leeuwarden. Absolut. Und sie ist die wohl berühmteste Tochter der Stadt, die berüchtigte Tänzerin und Spionin. Mata Hari. Waren die Einwohner damals stolz, dass sie aus Leeuwarden kommt? Oder? Vor so 50 Jahren ungefähr, als hier dieses Denkmal aufgestellt wurde, da haben sich die ganzen Geschäfte, die ganzen Inhaber davon, die haben sich alle beschwert, warum hier so eine Prostituierte so ein Denkmal bekommt. Und heutzutage ist jeder total stolz drauf und alle feiern mit Mata Hari. Und übrigens wird behauptet, dass wenn man nachts um 12 bei Vollmond hier zu ihrem Denkmal geht, dann hört man sie lachen und ihre Glöckchen, so ihre Fußschellen klingeln. Mist. Das dauert jetzt noch, bis der Vollmond kommt, so dann kann ich nicht hier bleiben. Ja, ansonsten Schade. sind hier um die Ecke noch ein paar Coffeeshops. Dann höre ich die auch. Das lassen wir lieber bleiben, denn irgendwer muss bei der jetzt anstehenden Grachtenfahrt das Boot steuern. Hast du das schon mal gemacht? Nee, habe ich noch nicht. Für mich ist hier genauso Premiere. Aber hier braucht man auf jeden Fall keinen Führerschein. Wir fragen mich nur nach Erfahrung. Ja, du hast keine. Ich habe keine. Ich habe ja das Boot selber auch nicht ausgeliehen. Na, das kann ja heiter werden. Die Elektroboote lassen sich einfach per Smartphone reservieren und freischalten. Und zum Glück sind sie fast rundherum mit einer Stoßstange versehen. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, fuck. Oh, oh. Also ich sehe mich hier noch nicht durch die Grachten fahren, muss ich sagen. Gut. Achtung, pass auf, guck mal hier. Ja. Jetzt haben wir es. Wenn die Inhaber dieses Boots den Beitrag sehen, werden die das wieder abändern, dass jeder das fahren darf. Pro Stunde kostet das Mietboot zwischen 30 und 35 Euro. Rechte Kant? Rechte Kant. Rechte Kant. Ja, rechte Kant. Ei, ei, Captain. Nee, ich bin ja der Captain. Captain Blaubeer und... Wie heißt denn der andere? Blöd, Hein Blöd. Ah, ja, Ja, genau. toll, ja, danke schön. Ja. Alles im Blut auf dem Boot, alles in der Entschuldigung. Für insgesamt 10 Personen ist Platz an Bord. Unser Kamerateam allerdings ist froh, dass es nun vom Ufer aus drehen darf. Auch wenn es etwas beunruhigend ist, dass Marina und Christina nun ganz allein durch die Grachten schippern. Vielleicht der Gesamtabgefahren. Kannst du irgendwie bremsen? Ich kann nicht nur Stopp machen. Guck mal, hier werden die offiziellen Kanaltouren angeboten. Wenn wir da jetzt anlegen, verdienen wir noch richtig viel Geld. Anlegen ist eine prima Idee. Und zum Glück werden sie auch an Land bleiben, denn nach dem fast fachgerechten Verteuen des Bootes Kannst du einen Seemannsknoten? Nee, du? Nee, ich kann nur eine Schleife. geht es für Marina weiter Richtung Küste. Sieht irgendwie fachmännisch